Als Gutachtende haben wir viel Verantwortung. Man entscheidet darüber, ob ein wissenschaftliches Projekt stattfindet oder nicht. Man entscheidet auch über Karrierewege. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder auch mit dem Thema Vorurteil oder auch einfach nur Einstellungen, die man hat, zu beschäftigen. Voreingenommen gegenüber einem bestimmten Stereotyp zu sein, gegenüber dem Geschlecht, gegenüber der Herkunft. Das darf auf keinen Fall sein, weil dann bekommen wir eine Ungerechtigkeit rein. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist ja auch manchmal unbequem und es erfordert ein Umdenken. Es erfordert wahrscheinlich auch eine Änderung der Kultur und das ist ja immer ein anstrengender Prozess. Diese Porträts wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Keines der Bilder zeigt eine reale Person. Und trotzdem erscheinen sie uns unterschiedlich sympathisch oder kompetent. Unser Denken ist geprägt von automatisierten Urteilsprozessen und greift dabei auch auf Vorurteile zurück, um alltäglich in Höchstgeschwindigkeit entscheiden zu können. Dadurch können Verzerrungen entstehen, die auch in die Beurteilung von wissenschaftlichen Projekten oder Leistungen gelangen können. Um Entscheidungen chancengerecht und wissenschaftsgeleitet zu treffen, müssen solche Verzerrungen so weit wie möglich vermieden werden. Keine Person darf wegen wissenschaftsfremder Faktoren an einer wissenschaftlichen Karriere gehindert werden. Die DFG vertritt die Position, dass die Vielfalt von Perspektiven und Erfahrungen die wissenschaftliche Qualität deutlich erhöhen kann. Zu den Effekten von Vorurteilen gibt es zahlreiche Studien. Huber et al. Zeigten am Beispiel einer verhaltensökonomischen Zeitschrift, dass die Prominenz von Autoren die Bewertung im Peer Review beeinflussen kann. So bewerteten Gutachtende identische Manuskripte verschieden, je nachdem, von wem sie stammten. Murray et al. Konnten für die Aufforderung zur Volleinreichung von Artikeln in einer biowissenschaftlichen Zeitschrift zeigen, dass die Akzeptanzraten höher waren, je mehr Homogenität zwischen den Einreichenden und den Gutachtenden bestand. Turrentine et al. Haben für US-amerikanische Empfehlungsschreiben in der Chirurgie herausgefunden, dass Adjektive zur Beschreibung der Bewerberinnen und Bewerber geschlechtsspezifische Stereotype widerspiegelten. Lippens et al. Fanden in ihrer Analyse englischsprachiger Studien, dass Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen sowie Menschen, die als ethnisch fremd erkennbar waren, deutlich seltener positive Antworten auf ihre Bewerbungen erhielten. Wenn man sich die Studien anschaut, ist es schon schockierend, wie im Peer-Review-Prozess, bei Paper-Begutachtungen, doch Bias eine große Rolle spielt und den man auch messen kann. Also ich muss unabhängig begutachten und das ist gar nicht so einfach. Auch wenn ich die Namen ausblende, mir sie vielleicht gar nicht anschaue. Wenn ich mich auskenne, lese ich oft in meiner Disziplin zwischen den Zeilen. Wer ist das? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Kommt sie aus Deutschland? Kommt sie von woanders? Das muss man einfach immer im Blick haben. Insofern glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Gutachtenden sich Zeit nehmen, um auch wirklich zu reflektieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu schulen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Gutachtenden auf sich selber achten, aber auch in der Begutachtungssituation mit anderen darauf achten, dass eben die Wissenschaft beurteilt wird. Also erstmal brauche ich ganz, ganz klare Richtlinien und die habe ich vorliegen. Und ich muss mich auch hinterfragen, mache ich das richtig? Gehe ich noch in Richtung der Richtlinien oder weiche ich davon ab? Was auch noch wichtig ist, ist, dass man sich wirklich fokussiert auf das, was in den Antragsdokumenten vorliegt. Die Begutachtung und Bewertung soll ausschließlich auf der Grundlage der Antragsdokumente gefällt werden. Zur exzellenten Wissenschaft gehört Diversity und Gleichstellung dazu. Sich des Themas Bias gewahr zu werden, ist ein Schritt, um auch dieses Ziel besser zu erreichen.